Welche Prüfungen durchlaufen unsere Ölwannen und Ölmodule, bevor sie zu euch kommen? Wie bewerten wir unsere Produktqualität? Mein Name ist Kai und das ist unsere Hengstgarage. Vor einiger Zeit haben wir euch bereits einen Teil unserer Prüfstände vorgestellt. Solltet ihr das Video noch nicht kennen, verlinken wir es euch hier oben. Dort ging es hauptsächlich um Filtereinsätze. Neben unseren Filtereinsätzen haben wir auch weitere Produkte. Und wie wir die prüfen, das zeigen wir euch heute. Dass unsere Produkte maßlich auf die Anwendung abgestimmt sind, ist selbstverständlich. Aber wie bewerten wir die Funktionalität? Warum sind wir uns so sicher, dass unsere Produkte unter allen klimatischen Bedingungen funktionieren? Von Malaysia bis Schweden. Heute gibt es einen Einblick in unsere Produkterprobung. Hengst betreibt ein eigenes Prüffeld, um zum Beispiel Öl- und Kraftstoffmodule zu erproben, aber auch Getriebeölwannen und Kurbelgehäuseentlüftung. Mit den Prüfständen können wir alle Situationen, die im Motor auftreten, nachstellen, um unsere Produkte auf Herz und Nieren zu prüfen. Lasst uns einmal ein paar Prüfstände genauer ansehen. Mit dem Prüfstand hinter mir simulieren wir die Durchströmung unserer Produkte und messen die Druckverhältnisse bei unterschiedlichen Temperaturen. Dazu bringen wir Sensoren an unterschiedlichen Stellen an. Warum sind die Druckverhältnisse so wichtig? Unser Ziel ist es, dass möglichst wenig Druck benötigt wird, um das Öl durch unsere Produkte zu pumpen. Warum ist das so? Druck bedeutet Energie. Diese Energie wird durch die Ölpumpe bereitgestellt. Wenn die Ölpumpe mehr Druck erzeugen muss, dann bedeutet dies einen höheren Kraftstoffverbrauch, da der Verbrennungsmotor die Ölpumpe antreibt. Außerdem sinkt natürlich auch die Belastung aller Materialien, wenn niedrige Druckverhältnisse herrschen. Bei diesem Prüfstand beispielsweise fahren wir unterschiedliche Ölmengen pro Minute an und messen dann den entstehenden Druck. Dadurch fahren wir den gesamten Förderbereich der Ölpumpe ab. Ebenso simulieren wir Situationen über die maximale Drehzahl hinaus, um mehr über die Grenzen der Belastbarkeit unserer Komponenten zu erfahren. Die Druckverhältnisse bei der Durchströmung sind natürlich nicht alles, was wir betrachten. Lasst uns mal zum nächsten Prüfstand gehen. Wir bleiben beim Druck, aber in einer vollkommen anderen Situation. Wir schauen uns ebenfalls die Spitzendrücke an. Warum ist das wichtig? Wenn es zu plötzlichen Druckerhöhungen kommt, wie zum Beispiel beim Kaltstart, dann sollte sichergestellt sein, dass alle Dichtungen funktionieren und auch die Kunststoffe ausreichend fest ausgelegt sind. Mit dem Prüfstand hinter mir machen wir Festigkeitsuntersuchungen. Das sieht man auch an dem Aufbau des Prüfstands. Der Prüfstand ist mit einem Gitter versehen, da hier die Bauteile bis zur Belastungsgrenze geprüft werden und durchaus platzen können. Sollte es Schwachstellen im Bauteil geben, werden diese in der Entwicklungsphase aufgedeckt und optimiert, sodass ihr unsere Produkte in geprüfter Qualität bekommt. Ich habe viel über Prüfungen zum Thema Druck und Durchströmung gesprochen. Aber was ist mit den unterschiedlichen Temperaturen? Wie stellen wir sicher, dass unsere Produkte im Winter bei minus 20 Grad problemlos funktionieren, aber auch im Sommer bei plus 40 Grad bis hin zu Motortemperaturen von 150 Grad? Dazu haben wir sogenannte Klimakammern. In diesen Kammern können wir Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten einstellen und verändern. Auch in den Klimakammern können wir Druckversuche machen, um zum Beispiel Situationen im Winter zu simulieren. Natürlich können wir auch das Öl bzw. den Kraftstoff in den Prüfständen aufheizen oder herunterkühlen. So können wir ganze Komponenten bei minus 40 Grad einfrieren, um einen Kaltstart im Winter zu simulieren. Neben den Prüfständen haben wir sogar Fahrzeuge, mit denen wir unsere Produkte prüfen. Testfahrzeuge. Aber pst, das ist top secret. In unserem Prüflabor haben wir unterschiedliche Bereiche. Es gibt einen Bereich für Anwendungen und Produkte, die mit Öl betrieben werden. Da haben wir uns vorhin die Differenzierungsprüfung angesehen. Daneben gibt es einen Bereich, in dem wir alle Anwendungen und Produkte aus dem Bereich Kraftstoff prüfen. Außerdem haben wir noch weitere Bereiche für zum Beispiel Luftfilteranwendungen oder auch Zentrifugen. Und natürlich den Bereich Kurbelgehäuseentlüftung. Es gibt aber natürlich auch Bereiche, in denen wir neue Technologien untersuchen, wie zum Beispiel Brennstoffzellen, denn auch die werden selbstverständlich geprüft. Viele unserer Prüfstände bauen wir selbst hier in Münster.
Die Prüfstände werden für unsere Aftermarket-Produkte, aber natürlich auch für die Entwicklung von OE-Produkten verwendet. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in unser Prüffeld und in die Prüfung unserer Produkte geben. Bei Fragen nutzt gerne die Kommentare. Bis bald in der Hengstgarage.